Das Thema Zuwanderung bestimmt seit einigen Jahren die medialen und politischen Debatten. Bei aller Aufregung wird oft ausgeblendet, dass Flucht und Migration keine Ausnahmefälle, sondern Dauererscheinungen in der Geschichte sind. Dabei hieß das Ziel der Einwanderung keineswegs zu allen Zeiten Europa. Im Gegenteil, im gesamten 19. Jahrhundert und noch weit darüber hinaus war Europa der Kontinent, dem Millionen von Menschen den Rücken kehrten. Hier setzt das Ausstellungskapitel zur Migration an. Es zeigt Europa sowohl als Auswanderungs- wie auch als Einwanderungskontinent. Im Fokus steht dabei die Rolle des Meeres. Über Jahrhunderte bildeten Meere die natürlichen Grenzen der Kontinente. Erst im 19. Jahrhundert war die Passagierschifffahrt so weit entwickelt, dass die Ozeane als gängige Transitwege und damit auch als Migrationsrouten genutzt werden konnten. Die Auswanderung über den Atlantik weitete sich zu einer Massenbewegung aus. Allein zwischen 1840 und 1880 wanderten etwa 15 Millionen Europäer in die USA aus. Die Gründe, weshalb Menschen im 19. Jahrhundert auswanderten, unterscheiden sich nur wenig von heutigen Motiven. Armut, fehlende Perspektiven, politische oder religiöse Verfolgung, Krieg und Terror. Im 19. Jahrhundert wurde das Meer für Millionen von Migranten zu einer Brücke. Heute ist das Mittelmeer wieder ein riesiger Wassergraben geworden. Europa schottet sich gegenüber Flüchtenden und Asylsuchenden zunehmend ab. Viele Menschen aus dem afroasiatischen Raum versuchen daher, illegal über das Mittelmeer Europa zu erreichen. Die Bedingungen der Passage sind dabei weit provisorischer und gefährlicher als im 19. Jahrhundert. Allein in den letzten 4 Jahren sind 15.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Eine lebensrettende Rolle bei der Flucht über das Mittelmeer spielte dieses Mobiltelefon. Es gehört Mohammed Ebrahimi aus Afghanistan. In einem viel zu kleinen und überfüllten Schlauchboot versuchte er von der Türkei über das Mittelmeer auf die griechische Insel Samos zu kommen. In der Nacht geriet das Boot vom Kurs ab. Mit Hilfe seines Mobiltelefons gelang Ebrahimi die Ortung und das Boot konnte schließlich die Küste erreichen. Sie wollen mehr über das Thema wissen? Dann besuchen Sie die Ausstellung Europa und das Meer. Noch bis zum 6. Januar 2019 hier im Deutschen Historischen Museum.